Willkommen im Erklärvideo zu Kneipenquiz, das Original. Einem Spiel, mit dem ihr euch die Atmosphäre eines Quizabends in eurer Lieblingskneipe nach Hause holen könnt. Worum geht's? Ihr spielt gemeinsam gegen das Spiel, das mit 4 Gegnern gegen euch antritt. Je nach Schwierigkeitsstufe sind sie mal einfacher und mal schwerer zu schlagen. Ihr müsst am Ende auf der Laufstrecke vor euren Gegnern landen, nur so gewinnt ihr. Spielaufbau. Klappt den Deckel der Spielschachtel auf und schon ist das zweistöckige Spielfeld sichtbar. Zieht die beiden Schubladen hervor. Darin findet ihr das Spielmaterial. Sortiert vor dem ersten Spiel die Werteplättchen nach den Farben auf der Rückseite und steckt den Körper jeder Spielfigur in den passenden Sockel. Wählt eine Schwierigkeitsstufe. Entscheidet euch vor Spielbeginn, mit welcher der 3 Schwierigkeitsstufen ihr spielen möchtet. Prinzipiell habt ihr folgende Stufen zur Auswahl. Easy peasy, zum Warmwerden mit dem Spiel. Showtime. Diese Gegner sind schon härter. In your dreams. Hier dürft ihr euch keine Schnitzer mehr erlauben. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, wählt am besten die einfachste Stufe. Spielvorbereitung. Habt ihr euch für eine Schwierigkeitsstufe entschieden? Dann nehmt die 30 dazu passenden Werteplättchen, mischt sie gut durch und legt sie als 2 gleich große Stapel verdeckt in den Vorratsbereich auf dem oberen Spielfeld. Zieht anschließend 5 Werteplättchen und legt sie mit der Zahlenseite nach oben auf die Felder Frage 1 bis Frage 5 auf dem oberen Spielfeld. Nehmt die zur Schwierigkeitsstufe passenden Spielfiguren der Gegner und die Eule aus der Schublade. Eure Spielfigur ist immer die Eule. Stellt alle 5 Spielfiguren auf das Feld 0 des unteren Spielfelds. Steckt die Quizkarten mit der Fragenseite nach vorn in den Schlitz des oberen Spielfelds. Das ist euer Kartenhalter. Stellt die Sanduhr daneben, haltet den Notizblock und einen Stift bereit. Spielablauf. Ihr spielt immer gleichzeitig und gemeinsam im Eulenteam. Euer Ziel ist es, am Ende des Spiels auf der Laufstrecke vor euren Gegnern zu landen. Das Spiel läuft über 5 Runden à 5 Minuten. Pro Runde müsst ihr die 5 Fragen einer Quizkarte schriftlich beantworten. Zieht die vorderste Quizkarte aus dem Kartenhalter. Legt die Quizkarte auf den Tisch vor euch ab, dreht die Sanduhr um und lest danach die Fragen laut vor. Ab jetzt habt ihr 5 Minuten Zeit, eure Antworten auf den Notizblock zu schreiben. Was macht ihr mit den Werteplättchen? Die Werteplättchen beeinflussen eure und die gegnerische Position auf der Laufstrecke. Auf jedem Werteplättchen ist entweder einer eurer Gegner oder die Eule zu sehen. Die Zahlen geben vor, wie viele Felder diese Spielfiguren auf der Laufstrecke nach vorne rücken. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch gleich bei der Wertung. Seht euch nun die 5 Werteplättchen für diese Runde an. Die Reihenfolge der Werteplättchen entspricht der Reihenfolge der Quizfragen. Ihr dürft die Reihenfolge der Werteplättchen innerhalb der 5 Minuten beliebig verändern. Überlegt gut, welches Werteplättchen ihr welcher Frage zuordnet. Das Tauschen ist deshalb so wichtig, weil ihr damit besser Einfluss auf eure Gegner nehmen könnt. Ende einer Runde. Ist die Zeit abgelaufen? Dann legt den Stift zur Seite. Die Antworten und die Reihenfolge der Werteplättchen dürft ihr nicht mehr verändern. Dreht die Quizkarte um und kontrolliert Frage für Frage, ob ihr die richtigen Antworten notiert habt. Denkt daran, es gelten nur die Antworten, die ihr auf den Notizblock geschrieben habt. Wertung. Für jede richtige Antwort zieht ihr die Eule ein Feld auf der Laufstrecke nach vorne. Bei einer falschen oder gar keiner Antwort bleibt sie stehen. Jetzt kommt es noch auf die 5 Werteplättchen an, welcher Gegner wie weit nach vorne zieht oder ob ihr die Eule nochmal ziehen dürft. War eure Antwort falsch oder ihr habt gar keine aufgeschrieben, dann rückt der abgebildete Gegner entsprechend der roten Zahl vor. War eure Antwort richtig,
Dann rückt der abgebildete Gegner entsprechend der grünen Zahl auf der Laufstrecke nach vorne. Ist auf dem Werteplättchen statt eines Gegners die Eule abgebildet, erhaltet ihr einen Bonus und dürft die Eule entsprechend der gelben Zahl nach vorne ziehen. Und zwar zusätzlich zu dem Feld, das ihr für die richtige Antwort ohnehin ziehen dürft. Aber natürlich nur, wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt. Räumt die eben verwendeten Werteplättchen zur Seite und deckt 5 neue auf. Dann beginnt eine neue Runde mit den Fragen der nächsten Karte. Das Spiel ist aus. Das Spiel endet nach der 5. Runde. Habt ihr eure Gegner abgehängt und steht mit der Eule auf der Laufstrecke vor ihnen? Glückwunsch, dann habt ihr gewonnen. Ansonsten habt ihr leider verloren, auch bei Gleichstand. Dann müsst ihr es wohl nochmal versuchen. Wie auch immer, viel Spaß beim Kneipenquiz. In der Kneipenquiz-Familie gibt es sowohl weitere Brettspielausgaben als auch verschiedene Erweiterungen, die sich jeweils mit den Brettspielen kombinieren lassen oder separat als kompaktes Quiz für unterwegs funktionieren. So geht euch der Spielspaß so schnell nicht aus.